Warum ist das Gras eigentlich grün? Und Bäume? Und meine Tapete? Cut. Willkommen zu Fragt die Bonner Forscher und zur ersten Frage. Why is the grass green? Bonn ist eine grüne Stadt, aber am grünsten ist es sicher in den botanischen Gärten. Dort haben wir Professor Maximilian Weigand getroffen, der uns erklärt, woher die Farbe in den Pflanzen kommt. Ja, Gras ist grün aus dem gleichen Grund, aus dem alle anderen sogenannten grünen Pflanzen grün sind. Und zwar, weil es eben einen Farbstoff enthält, der selektiv das blaue und das rote Licht aus dem weißen Licht, das aus dem Himmel kommt, rausfiltert und damit nur das grüne Licht zerstreut bzw. reflektiert. Und dieser Farbstoff ist zugleich die Substanz, die es dem Gras und allen anderen grünen Pflanzen erlaubt, Lichtenergie in chemische Energie umzuwandeln und damit an der Basis der Nahrungskette zu stehen. Das heißt, aus dem Sonnenlicht wird gebundene Energie, die dann allen Konsumenten zur Verfügung steht, letztlich auch dem Menschen. Dieser Farbstoff in den Pflanzen heißt Chlorophyll. Chlorophyll ist das Kraftwerk der Pflanze, das aus Licht, Wasser und Kohlendioxid energiereiche Kohlenhydrate erzeugt. Und ganz nebenbei noch mit Sauerstoff, ein Abfallprodukt, das bei vielen Lebewesen sehr begehrt ist. Aber Pflanzen müssen nicht unbedingt grün sein. Der Begriff der grünen Pflanzen impliziert ja bereits, dass es auch nicht grüne Pflanzen gibt. Es gibt also durchaus auch Organismen, die Sonnenlicht mit Hilfe von chemischen Substanzen umwandeln können, die nicht grün sind, zum Beispiel rot. Die Rotalgen haben eben ganz kräftige rote Farbstoffe, die dann entsprechend einen anderen Teil des Lichtes absorbieren und dann das rote Licht übrig lassen. Die sehen für uns dann auf den ersten Blick auch gar nicht aus wie Pflanzen, weil wir natürlich automatisch grün mit Pflanze verbinden. Also es gibt auch nicht grüne Pflanzen. Doch vor Milliarden von Jahren hat sich das Blatt Grün gegen das andere Blatt Bunt durchgesetzt. Aber sieht doch auch viel schöner aus, oder? Warum sind Tränen salzig? Jeder, der schon mal Zwiebeln geschnitten oder Bambi gesehen hat, wird bemerkt haben, dass Tränen salzig schmecken. Wir haben unsere Expertin Dr. Marina Herwig von der Bonner Universitäts-Augenklinik gefragt, warum das so ist. Die kurze und verwirrende Antwort lautet, weil Tränen salzig schmecken müssen. Lassen wir sie mal ausreden. Also die Tränen sind nicht einfach nur salzig, weil es zum Beispiel einen positiven Effekt hat auf die Augenoberfläche, sondern das Salz wird wirklich dazu benutzt, dass die Tränenflüssigkeit überhaupt als solche Flüssigkeit entsteht. Das heißt, zunächst ist das Salz da und das zieht das Wasser, also die eigentliche Flüssigkeit, aus dem Gewebe und daraus entsteht dann die Tränenflüssigkeit. Das Salz ist also Teil des Mechanismus in der Tränendrüse. Das Prinzip, das dahinter steckt, nennt sich Osmose. Sind zwei unterschiedliche Salzkonzentrationen durch eine dünne, durchlässige Schicht voneinander getrennt, drängt Wasser von der niedrigen zur hohen Konzentration. Durch die zusätzliche Flüssigkeit entsteht höherer Druck in den Tränenkanälchen und dann kann man endlich weinen. Übrigens funktioniert das beim Schwitzen sehr ähnlich. Auch in den Schweißdrüsen kommt erst das Salz, dann die Osmose und dann der Schweiß. Das war Fragt die Bonner Forscher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls auch ihr eine Frage an unsere Experten habt, dann stellt sie uns einfach unten in den Kommentaren. Und nicht vergessen, Uni-Bonn TV zu abonnieren, dann wisst ihr sofort Bescheid, wenn die neue Folge online ist. Bis dahin, neugierig bleiben!